Regierungen sagen dir immer dasselbe, nicht wahr? Wir arbeiten für deine finanzielle Freiheit. Wir lassen die Wirtschaft wachsen und schaffen Möglichkeiten. Klingt schön, aber in Wirklichkeit läuft es nicht so. Wenn man etwas genauer in die Geschichte schaut, erkennt man, seit Jahrhunderten wird dasselbe Spiel gespielt. Staaten haben zu unterschiedlichen Zeiten und unter verschiedenen Namen die gleichen Methoden angewendet, um das Volk zu verarmen und die Macht nach oben zu verlagern. Und das Schlimme ist, diese Methoden sind so alt, dass man sie nur wie neue Produkte oder Verpackungen wahrnimmt. Zum Beispiel das älteste Spiel, Inflation. Wenn der Staat mehr ausgibt, als er durch Steuern einnimmt, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er handelt ehrlich und erhebt mehr Steuern, oder er mindert heimlich den Wert des Geldes. Das Römische Reich beherrschte dieses Spiel sehr gut. Wenn Kriege teuer wurden, reduzierten die Kaiser den Silberanteil der Münzen. Nach einer Weile prägten sie Münzen fast vollständig aus Kupfer und überzogen sie nur dünn mit Silber. Die Menschen bemerkten es nicht, aber ihr Geld wurde von Tag zu Tag weniger wert. Was passierte? Die Inflation explodierte, Ersparnisse verschwanden, Gehälter reichten nicht aus. Kurz gesagt, das Volk wurde still und leise besteuert. Heute läuft dasselbe System weiter. Nur, dass es nicht die Kaiser, sondern die Zentralbanken sind, die es machen. Im Mittelalter änderte sich der Trick etwas. Die Könige führten ein System namens Zwangsdarlehen ein. Sie gingen zu reichen Kaufleuten und Zünften und sagten, ihr werdet dem König Geld leihen, wenn nicht, droht Strafe. Manchmal versprach man Rückzahlung, aber meistens wurde sie verzögert, oft in wertlosem Geld oder gar nicht. Aber die Paläste und Kriege liefen weiter. Zwang wurde als Pflicht gegenüber dem Vaterland verkauft. Dann begann die Ära des modernen Bankwesens. 1694 wurde die Bank of England gegründet, aber nicht zum Wohl des Volkes. Der Staat war im Krieg mit Frankreich und brauchte Geld. Reiche gaben dem Staat Kredite und erhielten Zinsen. Diese Zinsen wurden von den Steuern der Bevölkerung bezahlt. Die Reichen gewannen risikofrei, die Armen finanzierten ihren Gewinn. Was als nationale Wirtschaft verkauft wurde, war in Wirklichkeit ein einfacher Transfer von Reichtum. Und dieses System existiert bis heute. Heute läuft dasselbe Spiel weiter, nur die Mittel haben sich geändert. Staaten verschulden sich massiv. Sie sagen zum Volk, Investitionen in die Infrastruktur, Beschäftigung schaffen. Aber das meiste Geld fließt an große Unternehmen, die Rüstungsindustrie oder Rettungspakete. Wenn es Zeit ist zu zahlen, wer wird belastet? Nicht die Reichen, natürlich nicht. Steuern steigen, Sozialleistungen sinken oder es wird Geld gedruckt, was Inflation erzeugt. Das Darlehen wird als für das Volk verkauft, aber die Last fällt wieder auf die Bevölkerung. Erinnerst du dich an die Krise 2008? Die Banken haben gierig den Markt zerstört. Wer hat den Preis bezahlt? Wir. Wer hat profitiert? Dieselben Banken. Der Staat rettete sie und sie kamen stärker als zuvor zurück. Gewinn privat, Verlust öffentlich. Und wir mussten das System retten, beruhigt. Das Rentensystem, dasselbe Spiel. Du zahlst jahrelang Beiträge an den Staat in der Annahme, dass das Geld dir im Alter zurückgegeben wird. Die Wahrheit: Das Geld ist längst ausgegeben. Der Staat hat sich nur selbst versprochen, wir werden später zahlen. Es ist ein regelrechter Ponzi-Mechanismus zwischen Generationen. Wenn das System blockiert, nennt man es Reform. Renten werden gekürzt, das Rentenalter steigt. Und das Gefährlichste, Manipulation der Wahrnehmung. Inflation wird Wachstum genannt. Zwangsdarlehen werden Pflicht gegenüber dem Vaterland genannt. Steuererhöhungen werden Reform genannt. Rettungspakete heißen Stabilität. Die Begriffe ändern sich, das Ergebnis bleibt dasselbe. Die Reichen werden reicher, das Volk arbeitet mehr.
Heute ist die größte Waffe des Systems Komplexität. Steuergesetze sind tausende Seiten lang, Finanzbegriffe unverständlich. Es ist so kompliziert, dass niemand versteht, wohin das Geld fließt. Deshalb ist der Trick unsichtbar geworden. Im alten Rom konnte man den Kupferanteil der Münzen sehen. Heute verstecken sie die Wahrheit zwischen Bilanzzeilen. Ergebnis? Dasselbe Spiel, nur die Namen sind anders. Inflation frisst deine Ersparnisse. Schulden wachsen. Rettungspakete werden wieder eingesetzt. Und wir bezahlen wieder den Preis. Das System ist darauf ausgelegt, dass du mehr arbeitest und weniger verdienst. Die meisten Menschen merken nicht einmal, dass sie in diesem Spiel stecken. Sie halten Inflation für natürlich, Steuern für unvermeidlich. Das wahre Problem ist jedoch, dass sie es nicht bemerken. Finanzwissen bedeutet Freiheit. Die Geschichte ist eigentlich eine Warnung. Wenn du das System verstehst, hat es keine Macht mehr über dich.